Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. In diesem Video möchte ich euch den Alterungsversuch vorstellen des ersten Güterwagens aus dem 35-Euro-Zug, den ich euch in einem früheren Video vorgestellt habe. Es handelt sich hier um die Märklin Nummer 4410. Da diese Wagen aber extrem nach Kunststoff aussehen und relativ einfach bedruckt sind, habe ich mich entschlossen, diesem Zustand mit Farbe, Pinsel und dem Airbrush zu Leibe zu rücken und den Plastiklook, soweit es geht, zu entfernen. Das Ergebnis seht ihr hier auf der linken Seite im Bild, auf der rechten Seite noch ein Ursprungswagen. Und wie es dazu gekommen ist, das zeige ich euch jetzt. Und hier im Bild nochmal das Ausgangsprodukt in vollem Kunststofflook. So, das Ganze hier grob gereinigt, weil wir garantiert 25 Fingerabdrücke drauf haben, die nachher die Farbe nicht halten lassen. Dann der ganze Wagen wieder trocken geföhnt. Dann das Ganze grob mit Kreppband beklebt, um die größten Farbbesprühungen mit dem Airbrush hier zu verhindern. Dann mit dem Airbrush außen die Kanten erstmal abgedunkelt, in dem Sinne nur mit einem Grau-Schwarz-Gemisch. Im oberen Bereich dann eher Rosttöne und Chamois-Töne. Hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert, deswegen gibt es nachher noch einen Nachtrag. Dann habe ich angefangen mit dem Pinsel am Wagenkasten die Details herauszuarbeiten. Das waren in erster Linie verschiedene Grautöne. Hier das Zwischenergebnis nach der Bemalung mit den Grautönen. Als nächstes habe ich im unteren Bereich des Wagens Gelb- und Rosttöne aufgesprüht. Leider kann man das in dem Video nicht ganz so gut erkennen, weil das Ganze so ein bisschen gespiegelt hat. Und danach mit dem Pinsel auch im unteren Bereich die kleinen Details ausgearbeitet. Und dann hat leider meine Kamera aufgegeben, beziehungsweise sie hat die nächsten Schritte in unscharf gefilmt, was ich leider nicht erkennen konnte, sondern erst gesehen habe, nachdem ich am Computer saß und den Film schneiden wollte, sodass ich die nächsten Schritte gar nicht zeigen kann. Im Grunde habe ich jetzt nochmal mit einem Pinsel und stark verwässerter Farbe die Kanten betont, das Ganze danach nochmal mit Wattestäbchen ausgewischt, mit dem Airbrush nochmal mit Grautönen und Rosttönen nochmal komplett übersprüht. Und weil das Dach immer noch zu stark geglänzt hat, bin ich nochmal mit einem matten Grau übers Dach gegangen, um es einfach nochmal stärker zu mattieren. Mehr habe ich im Grunde genommen jetzt nicht gemacht. Man könnte das jetzt natürlich noch viel exakter ausarbeiten, indem man die ausgetauschten Bleche andeutet, gerade auch auf dem Dach oben noch mehr Witterungsspuren und so weiter hier mit einfließen lässt. Aber für mich war erstmal der größte Effekt, einfach diesen Plastiklook wegzubekommen, das Ganze ein bisschen natürlicher aussehen zu lassen. Und deswegen habe ich an der Stelle jetzt erstmal aufgehört. Da ich aber noch weitere 8 Wagen habe, werde ich dann schauen, wie ich das in Zukunft mit den anderen Wagen dann machen werde. Und ich denke, man kann sich ja von Wagen zu Wagen steigern und das Ganze dann immer noch weiter austüfteln. Hier nochmal der Vergleich der beiden Wagen. Ich denke mir, für den ersten Versuch ist das in Ordnung. Bei YouTube gibt es jede Menge Videos, wo die Jungs das noch wesentlich detaillierter ausarbeiten. Das war aber jetzt erstmal nicht mein Ziel. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr und bis gleich.